Hallo zusammen, heute starte ich wieder eine neue Reise mit Tomaten. Diesmal wird es ein gebogener Tomatenbogen voller praller, saftiger Früchte, genau so schön wie hier. Folgt mir gern, um gemeinsam mit mir noch mehr einfache und besonders wirkungsvolle Anbaumethoden zu entdecken. Ich bereite gerade das Pflanzsubstrat vor. Dafür mische ich Erde mit gut verrotteter Kokosfaser und gebe noch organischen Dünger dazu. Die Kokosfaser speichert Feuchtigkeit sehr gut und sorgt gleichzeitig dafür, dass die Erde locker und luftig bleibt. Der organische Dünger liefert den jungen Tomaten später eine wertvolle Nährstoffquelle. Nachdem alles gut vermischt ist, fülle ich das Substrat in diesen vorbereiteten Sack. Ich verwandle ihn nach und nach in ein neues Zuhause für meine Tomatenpflanzen. Jetzt nehme ich einen dünnen Draht und binde das Ende des Sackes fest zu. Achtet darauf, dass es wirklich fest sitzt, damit das Substrat nicht herausfällt. Mit der spitzen Schere mache ich nun viele kleine Löcher in den Sack. Diese Löcher helfen später dabei, dass überschüssiges Wasser gut ablaufen kann. Jetzt lege ich die Säcke nacheinander nach unten. Denkt daran, die gelochte Seite kommt nach unten. Im nächsten Schritt markiere ich 2 gleich große Kreise und dazwischen einen kleineren Kreis. Dann schneide ich die markierten Linien vorsichtig mit dem Messer aus. In die beiden großen Öffnungen setze ich später die jungen Pflanzen. Die kleinere Öffnung in der Mitte wird für ein kleines Nährstoffsystem genutzt. Nachdem ich etwas Erde herausgenommen habe, setze ich die vorbereitete Plastikflasche hinein. Den Boden der Flasche habe ich bereits abgeschnitten. Wie ihr sehen könnt, habe ich rund um die Flasche viele kleine Löcher gemacht. Mit etwas Erde fixiere ich die Flasche, damit sie sicher und stabil steht. Die jungen Tomatenpflanzen sind auch schon bereit. Mit einer kleinen Schaufel mache ich ein Loch, das genau zum Wurzelballen passt. Dann setze ich die Pflanze vorsichtig hinein und fülle die Erde wieder auf. Danach bereite ich einen selbstgemachten organischen Dünger aus alten Bananen vor. Ich schneide alle Bananen in kleine Stücke. Dann gieße ich so viel Wasser dazu, bis die Bananen bedeckt sind. Ihr könnt normales Wasser auch durch Reiswasser ersetzen, das über Nacht gestanden hat. Das ist ebenfalls sehr gut für die Pflanzen. Jetzt zerdrücke ich die Bananen, bis eine flüssige Bananenmischung entsteht. Nach etwa 12 Stunden gieße ich diese Mischung direkt in die Plastikflasche. So werden die Nährstoffe langsam an die jungen Pflanzen abgegeben und helfen ihnen, schneller zu wachsen. Wenn meine Tomaten größer werden, bereite ich eine besondere Rankhilfe aus diesen gebogenen Eisenstäben vor. Ich bin sicher, daraus wird eine richtig interessante Tomatenranke.
Weiter geht es mit kleinen Bambusstäben. Ich befestige die Enden der Bambusstäbe mit Kabelbindern. Genauso verteile ich die weiteren Bambusstäbe gleichmäßig und befestige sie fest am Gestell. Oh, die Tomatenpflanzen scheinen sich wirklich gut eingelebt zu haben. Sie sind schon so hoch gewachsen, dass sie die Rankhilfe überragen. Überall am Rankbogen blühen inzwischen viele gelbe Blüten. Ich bin wirklich begeistert davon. Jetzt muss ich die Triebe am Gestell festbinden. So bleiben die Tomatenstängel stabil und können sauber am Rankbogen weiter wachsen. Vergesst nicht, die Pflanzen regelmäßig zu gießen. Die grünen Tomaten haben die gelben Blüten nun nach und nach ersetzt. Zwischen den Blättern kann ich schon viele Fruchttrauben sehen. Die Tomaten haben eine sehr schöne und gleichmäßige Größe. Allerdings sind inzwischen ziemlich viele alte Blätter vorhanden. Deshalb schneide ich jetzt einige alte Blätter zurück. So kann das Licht besser an alle Früchte gelangen. Das hilft den Tomaten kräftiger zu werden und reduziert gleichzeitig Feuchtigkeit, Schimmel und Pilzkrankheiten. Jetzt wirkt mein Tomatenbogen deutlich luftiger. Die Früchte wachsen jeden Tag weiter. Jetzt müssen wir nur noch ein wenig warten. Schaut mal, die ersten reifen Tomaten sind da, die Fruchttrauben hängen schwer und die Tomaten sind prall und glänzend. Lasst sie uns einmal gemeinsam anschauen. Komm mit, wir kontrollieren jetzt den Tomatenbogen. Die Tomaten sind jetzt schön rot, prall und glänzend. Das ist der ideale Zeitpunkt für die Ernte. Wenn man sie in diesem Stadium erntet, bleiben sie besonders lecker, süß und frisch. Gleichzeitig hilft es der Pflanze, ihre Kraft auf die kleineren grünen Früchte zu lenken. So verschwendet die Pflanze keine Nährstoffe mehr an die großen reifen Früchte und die jungen Früchte fallen weniger leicht ab. Der richtige Erntezeitpunkt ist ein kleines Geheimnis für eine fast endlose Tomatensaison.
Nach der Ernte der reifen Früchte bleiben noch viele kleine Tomaten an der Pflanze. Sie versprechen schon die nächste Ernte in etwa 5 bis 6 Tagen. Vielen Dank, dass ihr mein Video angeschaut habt und hier ist mein heutiges Ergebnis. Folgt mir gern, um gemeinsam mit mir noch mehr einfache und wirkungsvolle Anbaumethoden zu entdecken.